Hallo allerseits! Herzlich willkommen zu meinem nächsten Bericht mit Spur 1 Modellbahnimpressionen im Maßstab 1:32. Hierzu war ich am 12. November 2021 in München auf einem Spur 1 Fahrtreffen. Pandemiebedingt fand dieser große Stammtischtermin aber nicht öffentlich statt, sondern nur auf persönliche Einladung. Reinhold Brenner hatte auch strikt bereits in der Einladung betont, dass Erwachsene nur mit gültigem sogenanntem 2G-Nachweis für geimpft oder genesen zum Termin eingelassen werden und dies auch konsequent kontrolliert wird. Die etwas mehr als 60 erwachsenen Teilnehmer des Abends hatten zum Treffen alle einen gültigen Impfstatus und die wenigen Personen mit vorangegangener Covid-19-Erkrankung waren ebenfalls bereits zusätzlich geimpft. Für die wenigen außerdem anwesenden Kinder von Teilnehmern wurde ein aktuelles Testergebnis vorgelegt. An diesem Abend war auch bestens fürs leibliche Wohl gesorgt. Dazu später noch ein paar Worte. Für diesen Fahrstammtischabend brachten wieder einige ihre eigenen Spur 1 Fahrzeuge mit. Und auch ich konnte etwas Nettes mitbringen, das ich am Tag davor leihweise für ein Vorschauvideo für meinen YouTube-Kanal erhalten habe. Zunächst zeige ich im Video eine Baureihe 218 von Märklin, die jemand mit einem Logsound 5 XL Decoder und einem Rauchentwickler ausgestattet hat. Sogar das Lüfterrad wurde motorisiert. Auch eine Baureihe 232 alias Ludmilla der Firma KISS durfte so manche Runde drehen. Jetzt kommt das von mir mitgebrachte Messing-Handmuster der legendären Baureihe V160 Vorserienlok mit dem netten Spitznamen Lollo zum Einsatz.
habe dieses knapp 6 Kilogramm schwere, in Handarbeit aus Messing gefertigte Modell erst am Tag davor leihweise von der Firma Bees Modellbahn für ein Vorschauvideo auf meinem YouTube-Kanal erhalten. Sobald das Video fertig ist, erscheint an dieser Stelle ein entsprechender Link. Hier werden gerade mehrere bayerische Lokalbahnwagen in Epoche 3 Ausführung aufgegleist. Links 3 der Firma Fine Models und rechts einer von KM1 Modellbau. Und davor kommt gleich ein bayerischer Glaskasten der Baureihe 98.3 zum Einsatz, ebenfalls von KM1.
Jetzt ist mal kurz 20 Minuten Modellbahnpause. Für diesen Abend konnte jeder nach Lust und Laune frisch gegrillte Händel vorbestellen. Reinhold Brenner hat sie in bewährter Oktoberfestqualität nach altem Rezept seines Familienbetriebs gewürzt und gegrillt. Als nächstes wird gleich eine bayerische Altbau-E-Lok der Gattung ES1 oder Baureihe E16 von KM1 Modellbau fahren. Sie pendelt aber leider nur auf einer geraden Strecke, weil sich ihr Besitzer bewusst für ein Modell mit vorbildgerechten Scale-Radsätzen entschieden hat, die auf der Modulanlage von Reinhold Brenner nicht über Weichen mit normalen Gleisprofilen hinweg funktionieren. Im nächsten Beispiel sieht man eine optisch nachbereitete Köf 2 von Märklin. Nun nochmal das Handmuster der V160 Lollo von Bees Modellbahn. Diesmal aber im Fahrdienst mit Märklin Schnellzugwagen.
Zu guter Letzt kommt jetzt noch ein von Michael Kaufmann mitgebrachtes Modell der Baureihe 10 von KM1 zum Einsatz. Zunächst noch etwas unkonventionell, ohne Tender. Video zu hörende 5-Ton-Pfeife war übrigens auf dem Vorbild der Baureihe 10 tatsächlich im Einsatz. Jetzt fährt sie gleich so, wie es sich für die Epoche 3B Modellvariante mit Ölhauptfeuerung gehört, also mit dem dazugehörigen gigantischen Öltender. Das war's mit meinen Impressionen vom Spur 1 Fahrtreffen am 12. November in München. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal weiterempfehlen und bald mal wieder vorbeischauen. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.